Gerechtigkeit für mich heißt, jedem Menschen eine Chance zu geben. Gerade als schwarze Unternehmerin sehe ich es in meiner Verantwortung, das Thema Vielfalt zu fordern und zu fördern. Ich bin Fatou, 29 Jahre alt, bin in Hamburg geboren und auch groß geworden und bin Unternehmensberaterin. Eines meiner größten Träume war es, ein Unternehmen zu gründen mit den Werten, die mir in den vorherigen Unternehmen gefehlt haben. Und das ist, wo ich gesagt habe, mach dich selbstständig. Ich habe eine eigene Firma gegründet und wir beraten Kanzleien rund um das Thema Diversity Management. Ich wollte mit etwas starten, wo ich gut drin bin, wo ich Erfahrung habe und auch schon Erfolg erzielen konnte. Ich möchte das Thema Diversity auf jeden Fall vom juristischen Bereich auf andere Branchen ausweiten langfristig. Also es ist mir tatsächlich eine Herzensangelegenheit. Ich bin gebürtige Hamburgerin, dennoch schwarz. Das heißt, ich lebe Vielfalt. Ich hatte in der Vergangenheit viel Erfahrung sammeln müssen mit diesem Thema und war schon immer so ein bisschen die Außenseiterin aufgrund meiner Hautfarbe. Und dazu kommt, auch im Berufsleben war es so, ich habe in Branchen gearbeitet, die relativ konservativ waren, wie zum Beispiel die Finanzbranche oder die juristische Branche. Das heißt, ich war schon immer irgendwie ein Exot. Zum einen, dass ich überhaupt eine Frau bin, ist schon exotisch genug. Aber dennoch als schwarze Frau bin ich wirklich 1% gefühlt der Branche, die das ausmacht. Ich muss aber tatsächlich sagen, das habe ich mir immer zum Vorteil gemacht. Also dadurch habe ich es immer geschafft, in den Köpfen der Menschen zu bleiben. Das heißt, Thema Positivität, ich mache immer das Beste draus. Es gibt so viele, wo ich sagen muss, es ist Alltagsrassismus. Wie, Mensch, Sie sprechen aber gut Deutsch, wie kommt's? Also wo ich mir halt denke, ich bin in Hamburg geboren, klar spreche ich gut Deutsch. Mich treffen sie nicht so wirklich, weil ich eine starke Frau bin. So, weil ich weiß, dass es nicht böse gemeint ist. Aber dennoch ist es so, dass ich des Öfteren sagen muss, warum akzeptiert man mich nicht einmal für das, was ich bin? Ich war schon immer extrem ehrgeizig und ich bin jemand, ich möchte es den Leuten gerne beweisen. Gerade weil ich mich immer so gefühlt habe, als zwar bist du Deutsch, aber trotzdem bist du ein Ausländer. Und das war immer für mich so meine Motivation zu sagen, jetzt als Recht. Weil wenn ich den Leuten erzähle, ja, ich habe 3 ältere Brüder, dann gucken sie erstmal alle geschockt und machen ganz große Augen, weil sie denken, so, das war doch bestimmt schwierig und anstrengend. Mir hat es tatsächlich sehr viel Kraft, sehr viel Halt gegeben zu wissen, okay, ich habe ältere Brüder, auf die ich mich immer verlassen kann, die immer für mich da sind und mir halt immer eine Stütze sind, egal in welchen Punkten ich mein Leben gerade stehe. Also ich bin 5-sprachig aufgewachsen tatsächlich. Also meinen Eltern war es immer wichtig, trotz dessen, dass wir in Hamburg oder in Deutschland geboren sind, dass wir halt wissen, aus was für einer Kultur kommen wir eigentlich. Und deswegen bin ich tatsächlich in meinen jungen Jahren sozusagen nach Afrika gezogen, also nach Guinea gezogen, um zum einen weitere Familienmitglieder zu treffen, wie Oma, Opa, und die Sprache zu lernen. Und die Sprache sind halt Französisch und nochmal 2 Dialekte sozusagen aus meinem Land. Und das führte dazu, dass ich nach Afrika dann irgendwie nach Frankreich gezogen bin und danach dann nochmal nach Amerika sowie nach Kanada, um halt mein Englisch zu festigen. Dadurch, dass ich halt so oft umgezogen bin, musste ich auch oft von vorne anfangen. Immer wieder mich erneut beweisen, akzeptiert werden. Und das hat aber tatsächlich mich zu der Person gemacht, die ich heute bin, im Sinne von, ich glaube, wenn ich eins richtig gut kann, ist es Netzwerken. Und dafür bin ich natürlich dieser Erfahrung dann wiederum dankbar. Wenn du mehr Inspiration haben möchtest, dann abonniere den Kanal. Also es gibt auf jeden Fall eine berufliche und eine private Fatou, wobei ich sagen muss, dass diese beiden Fatous sich sehr gut ergänzen. Beruflich bin ich beispielsweise sehr konservativ unterwegs. Ich muss, sage ich mal, immer sehr adrett sein, muss mich gut artikulieren können, das heißt eloquent sein. Und dann bin ich auch privat ganz gerne das Gegenteil. Das heißt, dann bin ich halt Hamburger Mädchen und sage vielleicht auch mal Digger. Und um so einen Ausgleich zu finden zwischen dem beruflichen Alltag, ist es, dass ich super gerne golfen gehe. Ich gehe sehr gerne segeln. Ich gehe gerne tauchen beispielsweise. Ich habe einen Tauchschein. Und es gibt für mich nichts Schöneres und keine größere Leichtigkeit an sich, als am Wasser bzw. auf dem Wasser oder noch besser im Wasser zu sein. Also das ist für mich Schwerelosigkeit, das ist für mich, da kann man wirklich mal für ein paar Stunden einfach alles um einen herum vergessen. Und das ist mir tatsächlich mit am wichtigsten, weswegen ich das versuche, so oft es geht, in mein Leben irgendwie zu integrieren. Mein Traum ist es, zum einen eine Stiftung zu gründen, dass man dann mit dieser Stiftung Stipendien vermittelt oder verteilt, beispielsweise an entsprechende Menschen mit Migrationshintergrund oder auch Frauen. Ich sag mal, ein zweiter Traum oder Lebensziel, den ich habe, ist es, weil Bildung für mich das A und O ist, würde ich ganz gerne irgendwann beispielsweise Schulen bauen, sei es in Afrika, sei es auch in Europa irgendwo bauen. Aber das ist so für mich, wo ich sage, das ist mein Lebensziel, das ich sozusagen mit der Gründung meiner Firma verbinde und das halt wirklich dann, ja,
hoffentlich irgendwann so umsetzen kann. Was kann die Welt von mir lernen? Ich glaube, ja, sei respektvoll, sei liebevoll. Thema Nächstenliebe. Also ich finde einfach, wir können wesentlich mehr dafür tun, um einander irgendwie zu unterstützen, um einander weiterzuentwickeln. Und das würde ich mir einfach von unserer Gesellschaft noch mehr wünschen.